Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Acer Swift 3 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellnummer findet man bei dem Gerät auf der Rückseite, und zwar hier. Und mit dieser Nummer findet ihr super einfach alle Ersatzteile genau für dieses Gerät bei uns im Shop. Generell lässt sich zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier relativ einfach ist. Man muss dafür nur den Frontrahmen abnehmen und kommt dann so direkt an das Display dran. Bei der Tastatur ist es so, die kommt zusammen mit dem Topcase. Das Touchpad kann man jedoch einzeln tauschen. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man zuallererst alle Schrauben herausnehmen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und ich habe dafür ein Universalwerkzeugset benutzt. Das ist super praktisch. Da sind nämlich alle gängigen Aufsätze und auch Schrauben mit dabei, die man so gebrauchen kann. Und in dem Fall nehme ich hier für die Torx-Schrauben einen T5-Aufsatz. Sind alle Schrauben raus, kann man das Gerät bzw. die Unterseite dann aufhebeln. Und da zeige ich euch mal, wo die eigentlich miteinander verbunden sind. Und hier zum Beispiel kann man das ziemlich gut sehen. Und das läuft hier einmal um das Gerät herum und auch auf der Rückseite, direkt hier vorne. Und da werde ich jetzt auch anfangen, das Gerät aufzuhebeln. Und dafür benutze ich hier so einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann versuche ich hier zwischen die Verbindungslinie zu kommen. Und ich bin jetzt bei dem Gerät ein bisschen vorsichtiger, aber nicht, weil man was kaputt machen kann, nur weil ich das nicht zerkratzen will. Und kann das dann mit ein bisschen Wippen und Rutschen nach oben hin weghebeln. Und das laute Knacken, was man hier hört, das ist völlig normal. Das ist einfach, wenn die Einraststellen sich lösen. Und dann arbeitet man sich so einmal um das Gerät. Und dann kann man meistens auch schon mit der Hand drunter fassen. Und das ist nicht so fest. Und das dann mit ein bisschen Wippen einfach abziehen. Sollte das doch noch ein bisschen fester sitzen, dann kann man auch einfach weiter um das Gerät herumgehen und das vorsichtig nach oben hebeln, bis sich die Unterseite dann mehr oder weniger von alleine löst. Ich zeige euch die jetzt auch mal von innen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard. Und wir sehen, hier läuft der Stecker und den kann man einfach nach unten hin rausziehen. Den greift man einfach hier seitlich und schon stellt man sicher, dass hier wirklich kein Strom mehr fließt. Was können wir hier noch sehen? Wir sehen hier auf jeden Fall, es gibt keinen RAM-Slot. Der RAM ist hier aufgelötet. Das heißt, man kann den nicht austauschen oder erweitern. Wir sehen hier drüben die SSD. Da ist der Lüfter und der Heatsink, der die CPU kühlt. Und hier sehen wir noch das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. Um den Akku zu tauschen, muss man nur diese beiden Schrauben hier lösen und dafür müssen wir auf jeden Fall auch den Aufsatz wechseln. Das sind nämlich keine Torx-Schrauben, sondern PH0, also Kreuzschrauben. Dann nehmen wir noch das Klebeband hier vorne ab.
Dann kann man den Akku einfach aus dem Gehäuse nehmen. Der ist so ein kleines bisschen eingehakt hier vorne. Und dann kann man den eben auch tauschen. Direkt unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad. Und das ist in dem Fall mit 2 Schrauben, einmal hier und einmal hier drüben festgemacht. Genau hier. Und die beiden muss man lösen. Und man muss auch das Kabel, das das Touchpad mit dem Mainboard verbindet, abmachen. Und das ist hier mit einem Kippschalter verbunden, also nicht direkt an dem Kabel ziehen. Den klappt man erst so nach oben. Und der gibt dann das Kabel frei. Das kann man dann einfach rausziehen. Und da einfach nur darauf achten, wenn man das wieder verbindet, dass man das wirklich bis ganz in den Stecker zurückschiebt. Bis zu dieser Linie, die man hier sehen kann. Stecker ist auf. Bis dahin wieder rein. Und dann klappt man das wieder zu. Ja, und so schnell geht das. Die SSD, die hier drüben ist, die kann man wirklich super einfach tauschen. Die wird nämlich nur von dieser einen Schraube hier hinten gehalten. Und dann kann man die so ein bisschen nach oben hebeln, nicht zu weit. Und nach hinten aus dem Slot rausziehen. Und ja, so einfach kann man die tauschen. Und der Einbau ist genauso einfach. Die kommt wieder in den Slot zurück, bis ganz reinschieben, nach unten drücken und dann einfach wieder verschrauben. Den Lüfter kann man bei diesem Gerät nicht einzeln tauschen. Das geht nur zusammen mit dem kompletten Heatsink, aber auch das ist absolut kein Hexenwerk. Der Lüfter wird nur von diesen Schrauben hier gehalten und auch die 4 am Heatsink selber muss man lösen. Dann muss man nur noch das Kabel, das läuft hier lang, rausnehmen. Auch das ist, ich werde jetzt nicht an den Kabeln hier ziehen, das kann man hier seitlich greifen und nach hinten hin einfach rausziehen. Und dann kann man den kompletten Lüfter samt Heatsink einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen. Und ja, da muss man nur schauen, ob bei dem neuen Lüfter dann Kühlpaste mit dabei ist oder ob man da zusätzlich noch was braucht. Und dann wird der umgekehrt einfach genau so wieder in die Position gelegt und verschraubt. Und bei dem Stecker hier von dem Lüfter ist es so, der hat auf der einen Seite, kann man das hier ganz gut sehen, die Kontakte und die zeigen bei dem Modell nach oben. Und dann kommt das wieder rein. Auch da einfach schauen, dass der Stecker wieder richtig drin sitzt. Und also auch das nicht wirklich kompliziert hier. Der Akkueinbau ist in dem Fall auch super leicht. Wie gesagt, hier unten sind so kleine Noppen. Da kann man den Akku so ein bisschen einlegen und ja, der fällt dann automatisch schon genau in die richtige Position. Und dann muss man den nur wieder verschrauben. Und ganz, ganz wichtig natürlich am Ende nicht vergessen, auch das Akkukabel wieder zu verbinden, damit er dann auch wieder anspringt und man nicht die Unterseite nochmal lösen muss. Bis ganz rein. Ja, und dann kann man das Gerät wieder zumachen. Die Unterseite legt man jetzt einfach wieder auf das Gerät drauf und drückt die zu. Da kann man ruhig feste nach unten drücken, auch in der Mitte und am Rand. Man hört die Einraststellen immer wieder einrasten. Und ja, ich gehe dann am Ende noch einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung oder Lücke zu sehen ist, dass das richtig verschlossen ist. Und dann kann man das wieder zuschrauben. Beim Zuschrauben auch wieder den Aufsatz wechseln zu dem T5. Und ja, so schnell ging das. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.